Hallo und herzlich willkommen bei Edis TechLab. Im heutigen Video geht es um den Arduino Uno. Ich möchte euch etwas über die Geschichte erzählen, wie er aufgebaut ist und im Anschluss machen wir ein praktisches Beispiel und lassen eine LED blinken. Und nach diesem Video bin ich mir sicher, jeder kann das. Der Arduino Uno wurde 2005 von Massimo Banzi und David Guardielles erfunden. Sie wollten einen günstigen Mikrocontroller entwickeln, mit dem man verschiedene Ein- und Ausgänge einfach programmieren kann. Sie entwickelten den ersten Arduino Uno für Interaction Design Institute Ivrea im Norden von Italien. Ein kleiner Fun Fact: Der Arduino ist nach einer Bar in Ivrea benannt, in der Massimo gerne seine Freizeit verbrachte. Der Arduino Uno inklusive seiner Entwicklungsumgebung, der Arduino IDE, ist Open Source und darf von jedermann kostenlos verwendet und weiterentwickelt werden. Sehen wir uns jetzt im Detail an, wie der Arduino Uno aufgebaut ist. Das Herzstück von einem Arduino Uno ist sein 8-Bit Atmega 328P Prozessor von der Firma Atmel. Er hat einen Flash-Speicher von 32 KB, 2 KB SRAM und 1 KB steht uns beim EEPROM zur Verfügung. Der Prozessor würde schon funktionieren, aber er wäre miserabel mit einer genauen Zeitmessung. Da Zeit eine essentielle Funktion im Umgang mit Schnittstellen und Steuerungen ist, hat der Prozessor Unterstützung von einem 16 MHz Quarz-Kristall-Oszillator, der den Takt vorgibt. Es gibt 3 verschiedene Wege, den Arduino mit Spannung zu versorgen. Über die USB-Typ-B-Buchse kann der Arduino mit Spannung von 5 Volt und einem maximalen Strom von 500 mA versorgt werden. Die zweite Möglichkeit für die Stromversorgung ist über eine Hohlsteckerbuchse. Es kann eine Spannung von 6 bis 20 Volt eingespeist werden, aber laut Hersteller ist es empfohlen, eine Spannung zwischen 7 und 12 Volt zu verwenden. Ist die Spannung über 12 Volt, kann es zu einer Überhitzung kommen und bei einer Spannung unter 7 Volt kann es zu einer Spannungsunterversorgung kommen, je nachdem, wie viel Strom gezogen wird. Der dritte Weg für die Spannungsversorgung kann über den V-In-Pin erfolgen. Hier kann wieder eine Spannung von 7 bis 12 Volt eingespeist werden. Da der Prozessor nur bis maximal 5 Volt verträgt, wird ein Spannungsregler von Typ AMS 1117.5 Volt verwendet. Dieser wandelt die eingespeiste Spannung auf 5 Volt um. Wie ihr an diesem Symbol erkennen könnt, gibt es ein Video, wo der Spannungswandler im Detail erklärt wird. Den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Um den Upload von einem Programm so einfach wie möglich zu halten, kann das beim Arduino Uno direkt über den USB-Board gemacht werden. Damit die Kommunikation funktioniert, wird ein Atmega 16U2 Prozessor eingesetzt, der sicherstellt, dass die Daten über USB direkt beim Atmega 328B ankommen. Sollte einmal ein Reset nötig sein, dann kann das am Arduino mit einem Tastendruck erledigt werden. Durch den Tastendruck wird der Reset-Pin auf Ground gezogen und der Arduino startet neu. Für eine optische Rückmeldung sind am Arduino Uno 4 LEDs angebracht. Auf der rechten Seite finden wir die On-LED, die leuchtet, wenn der Arduino Uno läuft. Die LED, die mit L gekennzeichnet ist, kann über den Ausgang GPIO13 angesprochen werden. Die LEDs TX und RX leuchten, wenn Daten mittels der seriellen Schnittstelle ausgetauscht werden. Wenn euch das Video bis hierher gefallen hat und ihr keine weiteren Videos mehr verpassen wollt, dann könnt ihr jetzt den Kanal kostenlos abonnieren
und die kleine Glocke drücken. Und über einen Daumen hoch freue ich mich natürlich auch immer sehr. Vielen Dank! Am Arduino Uno sind natürlich noch viele weitere Elektronikkomponenten verbaut, wie Widerstände, Dioden und Kondensatoren. 2 Kondensatoren sind dabei aber sehr prominent angebracht. Diese dienen zur Spannungsglättung und sie sind dem 5V LDO vor- und nachgeschalten. Unten finden wir eine Reihe mit den sogenannten Powerpins. Der linke Pin ohne Beschriftung ist nicht angeschlossen. Der Pin mit IO-Ref wird als Referenzspannung für digitale Logik verwendet. Wenn der Reset-Pin auf Ground gezogen wird, dann kann dadurch ein Reset ausgelöst werden. An den Pins 3,3V und 5V kann jeweils die Spannung entnommen werden, um beispielsweise Sensoren damit zu versorgen. Danach finden wir 2 Ground-Pins, also der Minuspol, und den V-In-Pin, der zur Spannungsversorgung vom Arduino Uno verwendet werden kann. Über jeden Pin kann maximal 40 mA bereitgestellt werden. Empfohlen sind aber nicht mehr als 20 mA zu entnehmen. Alle Pins zusammen können höchstens 200 mA Strom liefern. Der 3,3 Volt Pin kann bis zu 50 mA liefern. Am Arduino Uno finden wir 6 analoge Eingang-Pins mit einem sogenannten ADC, Analog to Digital Converter, was so viel wie Analog zu Digitalwandler bedeutet. Mit diesen Pins können Spannungen von 0 bis 5 Volt gemessen werden. Die Auflösung von ADC ist 10 Bit und wir können Werte von 0 bis 1023 erhalten. Alternativ können diese Pins als digitale In-Out-Pins verwendet werden. Am Arduino Uno finden wir 14 digitale Ein- und Ausgang-Pins. Die 2 Pins ohne Beschriftung sind parallel ausgeführte A4 und A5 Pins für die I2C-Schnittstelle. Der Pin AREF wird für die analoge Referenzspannung verwendet und danach finden wir noch einen Ground-Pin. Die Pins DX und RX sind direkt mit den Atmega verbunden und werden zur Programmierung über USB verwendet. Wenn der digitale Pin als Output eingestellt ist, dann kann er 0 oder 5 Volt ausgeben. Ist er als Input definiert, dann hat er den Status 0 bei einer Spannung von unter 0,8 Volt und bei einer Spannung über 2 Volt ändert sich der Status zu 1 bzw. High. Sind euch die Pins aufgefallen, die dieses Wellenzeichen vorangestellt haben? Das sind Pins, die für Pulsweitenmodulation verwendet werden können. Bei der Pulsweitenmodulation wird die Spannung sehr schnell ein- und ausgeschaltet. Das hat zur Folge, dass die Effektivspannung kleiner wird. Wer mehr Details über die Pulsweitenmodulation erfahren möchte, der findet ein Video dazu unten in der Videobeschreibung. Der Arduino Uno kann mit 3 unterschiedlichen seriellen Protokollen kommunizieren. Wir haben UART, das steht für Universal Asynchronous Receiver and Transmitter. Dann haben wir I2C, das ist Inter-Integrated Circuit. Und diese Schnittstelle ist parallel oben rechts noch einmal aufgeführt. Und zu guter Letzt haben wir die Serial Peripheral Interface Schnittstelle, kurz SPI. In der Videobeschreibung findet ihr Links, wo ich jede Schnittstelle sehr detailliert erkläre. Es sind 2 ICSP-Header verbaut und das steht für In-Circuit Serial Programming. Mit diesen Pins ist es möglich, die Firmware vom Arduino zu programmieren. Auf dem Uno sind 2x6 ICSP-Pins vorhanden, die über ein Programmierkabel mit einem Programmiergerät verbunden werden können. Alle Informationen über den Arduino Uno findet ihr auch auf der Webseite von Edis TechLab. Wer Interesse an anderen Do-it-yourself-Themen hat, der findet mittlerweile eine gute Auswahl an themenbasierten E-Books. Wer lieber alles gesammelt haben möchte, der ist mit dem Early Bird Buch am besten aufgehoben. Dieses Buch wächst Monat für Monat
und es gibt kostenlose Updates. Der Kauf von diesem Buch unterstützt Edis TechLab und ich möchte mich jetzt schon recht herzlich bei euch bedanken. Auf der Webseite von Arduino findet ihr noch viele weitere Boards, je nachdem, was für Anwendungen ihr vorhabt. Unter dem Menüpunkt Software finden wir die kostenlose Arduino IDE. Die wird benötigt, um den Arduino programmieren zu können. Und die IDE ist verfügbar für Windows, Linux und für den Mac. Machen wir jetzt ein praktisches Beispiel, indem wir eine LED blinken lassen. Die LED hat zwei Anschlüsse, die Anode und die Kathode, wobei der längere Fuß die Anode ist. Und auf die Anode wird der Pluspol angeschlossen. Damit die Leuchtdiode nicht durchbrennt, wird ein 220 Ohm Widerstand vorgeschalten. Angeschlossen wird die LED auf Pin 13 und Ground. Der Source Code beim Arduino wird Sketch genannt. Er teilt sich in zwei Funktionen auf: der Setup-Funktion, die beim ersten Start durchläuft und Settings beinhaltet, wie zum Beispiel die Definition von Ein- und Ausgängen. In der Loop-Funktion steht das eigentliche Programm. Diese Funktion läuft immer wieder durch, solange der Arduino läuft. Sehen wir uns jetzt den Sketch etwas genauer an für unser erstes Beispiel mit der LED. Zuerst schreiben wir in die Integer-Variable LED-Bin die Zahl 13. Die Zahl 13 ist der Bin, an der unsere LED hängt. Da diese Variable außerhalb der Setup- oder Loop-Funktion steht, ist es eine sogenannte globale Variable. Das hat den Vorteil, dass uns diese Variable in der Setup- sowie in der Loop-Funktion zur Verfügung steht. Im Setup definieren wir unseren Bin mit dem Befehl binMode als Output. Danach wird in der Loop-Funktion mit dem Befehl digitalWrite unser LED-Bin auf High gesetzt. Das bewirkt jetzt, dass am Pin 13 5 Volt anliegen und die LED leuchtet. Danach warten wir 1000 Millisekunden, was einer Sekunde entspricht. Wenn die Sekunde abgelaufen ist, schreiben wir mit dem Befehl digitalWrite den Pin 13 auf Low und die LED wird dunkel. Jetzt warten wir noch einmal eine Sekunde, bevor der Durchlauf wieder vom Neuen startet. Bevor wir den Code uploaden, müssen wir unter dem Menüpunkt Werkzeug, dass die Einstellungen korrekt sind. Unter Board muss der Arduino Uno ausgewählt sein und unter Port der USB-Anschluss. Wenn alles eingestellt ist, können wir den Sketch hochladen. Wenn alles fehlerfrei ist, sollte nach ein paar Sekunden der Sketch abgeloadet sein und wir können den ersten Test machen. Wir sehen, dass die LED im Sekundentakt blinkt. Lasst uns jetzt noch ein zweites Beispiel machen. Wir fügen einen Taster hinzu und die LED leuchtet jetzt nur dann, wenn der Taster gedrückt ist. Beim Taster verwenden wir einen 1 Kiloohm sogenannten Pull-Down-Widerstand. Angehängt ist der Taster am Pin Nummer 12. Wir starten wieder mit dem Definieren der Variablen. Der Variable LED-Pin wird 13 zugewiesen und der Schalter-Pin die Nummer 12. Den Schalter-Status setzen wir zu Beginn auf Low. Im Setup definieren wir den LED-Pin als Output und unseren Schalter-Pin als Input. In dieser Zeile lesen wir den Schalter-Pin aus und schreiben den Status in die Variable Schalterstatus. Ist der Schalterstatus High, also der Schalter gedrückt, dann setzen wir den LED-Pin auf High
und die LED fängt zu leuchten an. Ist der Schalterstatus nicht auf High, dann wird der LED-Pin auf Low gesetzt und dadurch die LED ausgeschalten. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr habt einen guten Überblick über den Arduino Uno bekommen. Wer tiefer in die Materie der Heimautomatisierung und Elektronik einsteigen will, der ist hier bei Edis TechLab schon sehr gut aufgehoben mit einer großen Anzahl an detaillierten Videos zu sehr vielen Themenbereichen. Ich wünsche euch viel Erfolg bei euren ersten Projekten und möchte euch recht herzlich begrüßen bei Edis TechLab. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir jetzt einen Daumen hoch, abonniert den Kanal, vielen Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal, Edis TechLab.